Wie bereits im vorherigen Video erklärt, agieren wir nun als Data Scientist bei dem Startup Social Club. Ein Kollege aus dem Entwicklungsteam hat nun einen ersten Entwurf für das neue Feature vorbereitet. Bevor Social Club die Klassifizierung von Kommentaren in der Webanwendung einbaut, sind noch einige Hürden im Entwicklungsprozess zu nehmen. Gemeinsam wollen wir nun die Implementation durchgehen und mögliche Probleme aufdecken. Der Datensatz und die benötigten Packages sind bereits in der Umgebung geladen. Für unsere Anwendung sind die Variablen Toxicity und Common Text relevant. Toxicity gibt dabei den relativen Anteil der Personen, welche diese Kommentare als toxisch klassifiziert haben. Zunächst müssen wir den Datensatz aufbereiten, um ihn für das binäre Klassifikationsproblem nutzen zu können. Die Wahl eines Schwellenwerts ermöglicht uns, aus den Werten der Variable Toxicity eine eindeutige Klassenzugehörigkeit abzuleiten. Dafür müssen wir uns auf einen Schwellenwert einigen, ab wann ein Kommentar als toxisch gelabelt werden soll. Schauen wir uns dazu den Einfluss des Schwellenwerts auf die binären Label an. Der Datensatz enthält die Kommentare mit den zugehörigen Bewertungen in der Variable Toxicity. Wie wir gesehen haben, können diese Werte zwischen 0 und 1 liegen, abhängig davon, wie viele Personen das Kommentar als toxisch identifiziert haben. Wir müssen nun einen Schwellenwert festlegen, ab wann ein Kommentar als toxisch gilt, also jedem Kommentar ein binäres Label zuweisen. Ist die Variable Toxicity größer als der Schwellenwert, so wird ein Kommentar mit einem binären Label 1 versehen. So weisen wir dem Kommentar die tatsächliche Klasse 1 toxisch zu. Ist die Variable Toxicity kleiner als der Schwellenwert, so wird ein Kommentar mit einem binären Label 0 versehen. So weisen wir dem Kommentar die tatsächliche Klasse 0 nicht toxisch zu. Heben wir den Schwellenwert an, so werden weniger Kommentare als toxisch gelabelt. So haben wir direkten Einfluss auf die Interpretation eines inhaltlichen Schwellenwerts und die binäre Verteilung der Kommentare. Mit der Wahl eines höheren Schwellenwerts tolerieren wir also toxischere Kommentare im sozialen Netzwerk. Wir entscheiden uns für einen Schwellenwert von 0,7. Nachdem der Datensatz in einen Trainings- und Validierungsdatensatz unterteilt wurde, können wir das KI-System entwickeln. Unser KI-System erreicht eine Accuracy von knapp 93%. Folglich werden also 93% der Kommentare richtig klassifiziert. Mit der automatischen Klassifizierung von Kommentaren nimmt das neue Feature dem Team viel Arbeit ab und erzielt somit sehr gute Ergebnisse. Hast du Bedenken, warum die Beurteilung nur anhand der Accuracy problematisch sein könnte? Zunächst wird die Praxistauglichkeit in einem ersten Testlauf evaluiert. So erhofft sich das Entwicklungsteam, erste Erkenntnisse zu gewinnen. Bereits nach einer Woche fallen euch ein paar Probleme auf. Ihr stellt fest, dass einige Kommentare von dem Feature blockiert werden und somit nicht veröffentlicht werden, obwohl sie gar nicht gegen die Nutzungsbedingungen von Social Club verstoßen. Tendenziell ist es nicht überraschend, dass einige Kommentare fälschlicherweise abgelehnt werden, da das KI-System natürlich auch falsche Entscheidungen treffen kann. Problematisch wird es, wenn die Entscheidung des KI-Systems diskriminierend und unfair ist. Ihr sollt den Grund für das Problem aufdecken und das Feature dahingehend verbessern. Fallen dir schon ein paar Kommentare ein, bei denen es zu diskriminierenden und unfairen Entscheidungen des Features kommen kann? Schau dir gerne das Notebook selber an und probiere aus, wie deine Kommentare vom KI-System klassifiziert werden. Erkennst du schon ein Muster? Wir sollten uns zunächst anschauen, wie unser KI-System die Kommentare klassifiziert, welche zu den unfairen und diskriminierenden Entscheidungen geführt haben. Das Kommentar I have a Christian friend wird richtig klassifiziert. Es ist nicht toxisch. Bei dem Kommentar I have a Muslim friend sollte das auch so geschehen, da es keinerlei toxischen Inhalt hat. Doch unser KI-System klassifiziert es fälschlicherweise als toxisch. Auch bei dem Beispiel I have a white friend und I have a black friend gibt es ein Problem. Anscheinend unterscheidet das KI-System zwischen verschiedenen Religionen und Hautfarben. Ein deutlicher Hinweis auf Bias und Diskriminierung. Findest du noch weitere Fälle, wo es zu unfairen Entscheidungen kommt? Wir sollten nun den Bias und die daraus resultierende Diskriminierung aufdecken. Dazu schauen wir uns die Confusion Matrix genau an. Diese zeigt uns die Klassifizierung nach dem tatsächlichen Label und dem der Prognose, folglich die True Positives, True Negatives, False Positives und False Negatives.
Diese Kennzahlen aus der Confusion Matrix können wir zur Quantifizierung der Fairness unseres KI-Systems nutzen. Wir berechnen die demografische Parität für die Klassen, welche zuvor ein Problem dargestellt haben. Zu erkennen ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer nicht-toxischen Klassifizierung bei Kommentaren mit dem Stichwort Muslim deutlich geringer ist als die in der Klasse Christian. Ein Kommentar mit dem Stichwort Muslim erhält also mit einer Wahrscheinlichkeit von 33% ein nicht-toxisches Label. Bei Kommentaren mit dem Stichwort Christian sind es über 53%. Wir würden das KI-System nach Berechnung der demografischen Parität als unfair und diskriminierend bezeichnen, da die Wahrscheinlichkeiten in den Gruppen zu unterschiedlich sind. Um weitere Einschätzungen zu erhalten, berechnen wir die Equal Opportunity für die Klassen Muslim und Christian. Zu erkennen ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer nicht-toxischen Klassifizierung bei tatsächlich nicht-toxischen Kommentaren mit dem Stichwort Muslim geringer ist als die in der Klasse Christian. Ein tatsächlich nicht-toxisches Kommentar mit dem Stichwort Muslim erhält also nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% ein nicht-toxisches Label. Bei tatsächlich nicht-toxischen Kommentaren mit dem Stichwort Christian sind es knapp 89%. Wir würden das KI-System nach Berechnung der Equal Opportunity als unfair und diskriminierend bezeichnen, da die Wahrscheinlichkeit in den Gruppen zu unterschiedlich ist. Zuletzt berechnen wir die Equalized Odds für die Klassen Muslim und Christian. Wir haben bereits festgestellt, dass bei tatsächlich nicht-toxischen Kommentaren die Wahrscheinlichkeiten zwischen den Gruppen unterschiedlich waren. Betrachten wir nun noch die Wahrscheinlichkeit einer nicht-toxischen Klassifizierung bei tatsächlich toxischen Kommentaren mit dem Stichwort Muslim und Christian. Wir stellen fest, dass der Unterschied nicht so groß ist. Ein tatsächlich toxisches Kommentar mit dem Stichwort Muslim erhält mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% ein nicht-toxisches Label. Bei tatsächlich toxischen Kommentaren mit dem Stichwort Christian sind es knapp 18%. Wir würden das KI-System nach Berechnung der Equalized Odds als unfair und diskriminierend bezeichnen, da die Wahrscheinlichkeit in den Gruppen besonders bei nicht-toxischen Kommentaren zu unterschiedlich ist. Fassen wir die Erkenntnisse noch einmal kurz zusammen. Kommentare mit dem Stichwort Christian werden häufiger als nicht toxisch klassifiziert als Kommentare mit dem Stichwort Muslim. Tatsächlich nicht toxische Kommentare mit dem Stichwort Christian werden häufiger als nicht toxische Kommentare klassifiziert als Kommentare mit dem Stichwort Muslim. Tatsächlich toxische Kommentare mit dem Stichwort Muslim werden häufiger als nicht toxische Kommentare klassifiziert als Kommentare mit dem Stichwort Christian. Folglich würden wir häufiger toxische Kommentare mit muslimischem Kontext in dem sozialen Netzwerk tolerieren als solche mit christlichem Kontext. Zusätzlich würden wir nicht toxische Kommentare mit muslimischem Kontext häufiger zensieren als solche mit christlichem Kontext. Diese diskriminierenden Entscheidungen wollen wir bei Social Club auf keinen Fall tolerieren. Daher können wir das neue Feature erst einführen, wenn der Bias und die daraus resultierende Diskriminierung beseitigt ist